Niemals aufgeben. Deine Reise zum Deutschlernen. Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Marie. Heute möchte ich mit dir über das Deutschlernen sprechen. Deutsch zu lernen kann schwierig sein, aber ich verspreche dir, du kannst es schaffen. Mit Geduld, der richtigen Einstellung und ein paar praktischen Tipps wird deine Reise nicht nur möglich, sondern auch spannend. Der erste Schritt. Mehr als nur ein Anfang. Hast du schon einmal gesehen, wie ein Baum wächst? Am Anfang ist er nur ein kleiner Samen. Mit der Zeit wächst er zu einem großen Baum heran. So ist es auch mit dem Deutschlernen. Am Anfang kennst du nur wenige Wörter, aber mit der Zeit wirst du immer besser. Erinnerst du dich, als du Fahrradfahren oder Schwimmen gelernt hast? Am Anfang war es schwer, aber du hast nicht aufgegeben. Jeder kleine Schritt bringt dich näher an dein Ziel. Frag dich, welchen ersten Schritt hast du beim Deutschlernen schon gemacht? Vielleicht hast du ein paar Wörter gelernt oder dein erstes Gespräch geführt. Sei stolz auf dich. Diese ersten Erfolge zeigen dir, du kannst es schaffen. Fehler sind wichtig. Fehler zu machen ist normal und gehört zum Lernen dazu. Fehler sind keine Misserfolge. Sie sind deine besten Lehrer. Sie helfen dir, besser zu werden. Ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen. Mein Freund David lernte auch Deutsch. Eines Tages ging er in ein deutsches Restaurant. Er wollte sagen, ich hätte gern ein Huhn. Aber er sagte, ich hätte gern einen Hund. Der Kellner war verwirrt und David merkte erst später seinen Fehler. Wir haben herzlich gelacht. Aber seitdem vergisst David das Wort Huhn nie wieder. Fehler helfen uns, das Gelernte besser zu merken. Hast du auch schon mal einen ähnlichen Fehler gemacht? Denk daran, jeder Fehler ist eine Chance, etwas Neues zu lernen. Wenn du dich traust, Fehler zu machen, wirst du schneller Fortschritte machen. Praktische Tipps, wie du jeden Tag besser wirst. Nutze Geschichten. Geschichten sind eine gute Methode, um Wörter und Grammatik im Kontext zu lernen. Höre dir deutsche Geschichten oder Podcasts an. Sie zeigen dir die Sprache auf natürliche Weise. Sprich jeden Tag Deutsch. Es muss nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass du es versuchst. Sprich mit einem Freund, einem Sprachpartner oder übe vor dem Spiegel. Hast du heute schon Deutsch gesprochen? Wenn nicht, probiere es jetzt. Führe ein Lerntagebuch. Schreibe jeden Tag ein paar Sätze auf Deutsch. Schreibe über deinen Tag, deine Gedanken oder was du gelernt hast. Das hilft dir, das Gelernte zu festigen. Setze dir kleine Ziele. Statt zu sagen, ich möchte fließend Deutsch sprechen, setze dir kleinere Ziele. Zum Beispiel, ich lerne diese Woche 10 neue Wörter. Kleine Ziele halten dich motiviert und zeigen dir deinen Fortschritt. Finde deinen Lernstil. Jeder Mensch lernt anders. Manche lesen gern, andere hören lieber zu oder sprechen viel. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, Deutsch zu lernen. Wichtig ist, herauszufinden, was für dich am besten funktioniert. Wenn du gerne hörst, sind Geschichten oder Podcasts ideal für dich. Wenn du lieber liest, probiere einfache deutsche Bücher oder Artikel aus. Sei offen und probiere verschiedene Methoden. Welche Methode gefällt dir am besten? Vielleicht möchtest du etwas Neues ausprobieren. Suche Unterstützung. Gemeinsam zu lernen macht Spaß und hilft dir. Sprachpartner, Lehrer oder Freunde, die Deutsch sprechen, können dir helfen,
Fehler zu erkennen und dich zu motivieren. Überlege, ob du einem Sprachtandem beitreten möchtest. Du kannst Deutsch üben und jemand anderem deine Muttersprache beibringen. Das ist für beide Seiten gut. Wer kann dir auf deiner Reise helfen? Denk daran, es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten. Es zeigt, dass du erfolgreich sein möchtest. Positive Gedanken sind wichtig. Wie du mit dir selbst sprichst, ist wichtig. Wenn du sagst, ich schaffe das nie, fühlst du dich schlecht. Sage stattdessen, ich mache Fortschritte oder ich werde jeden Tag besser. Positive Gedanken helfen dir, motiviert zu bleiben. Wie sprichst du mit dir selbst, wenn du Deutsch lernst? Versuche, positiv zu denken. Ermutige dich selbst, so wie du einen Freund ermutigen würdest. Üben ist wichtiger als Perfektion. Niemand spricht von Anfang an perfekt. Perfektionismus kann dich bremsen. Es ist wichtiger, regelmäßig zu üben. Auch kleine Übungseinheiten bringen dich voran. Wenn du Geschichten hörst oder einfache Gespräche führst, bringst du Deutsch in deinen Alltag. Das führt langfristig zum Erfolg. Wann wirst du das nächste Mal Deutsch üben? Denk daran, jeder Schritt zählt. Ob 5 Minuten oder eine Stunde. Jedes Mal, wenn du übst, kommst du deinem Ziel näher. Fazit: Deine Reise zum Erfolg. Deutsch zu lernen ist eine Reise mit Höhen und Tiefen. Es braucht Zeit und Ausdauer. Aber wenn du dran bleibst und dir erlaubst, Fehler zu machen, wirst du Erfolg haben. Was ist dein nächster Schritt auf dieser Reise? Sei stolz auf deine Fortschritte und gib niemals auf. Du bist auf dem richtigen Weg. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, meine Tipps helfen dir auf deinem Weg, Deutsch zu lernen. Bleib dran und denke immer daran. Gib niemals auf. Jetzt bist du dran. Hier sind ein paar kurze Übungen, die du in wenigen Minuten machen kannst. Wortschatzübung. Schreibe 5 neue deutsche Wörter auf, die du heute gelernt hast, und bilde mit jedem einen Satz. Sprechübung. Stell dich auf Deutsch vor und erzähle kurz, was du heute gemacht hast. Übe laut vor dem Spiegel oder nimm dich auf. Leseübung. Lies einen kurzen deutschen Text oder eine Nachricht. Versuche, den Inhalt zu verstehen und markiere unbekannte Wörter zum Nachschlagen. Hörübung. Höre dir ein deutsches Lied oder einen kurzen Podcast an. Notiere, was du verstanden hast, und versuche, neue Wörter zu erkennen. Teile deine Antworten oder Erfahrungen in den Kommentaren. Ich bin gespannt darauf, von dir zu hören und freue mich auf deine Rückmeldung. Danke fürs Mitmachen und auf Wiedersehen.